Gute Reise, Herr Hill. Vielen Dank. Ich warte unten auf das Taxi. Wiedersehen. 2000 paar hundert. Das wird reichen. Wofür denn nun? Ich will Katja einen Verlobungsring kaufen. Tut mir leid, aber diesmal müssen Sie auf mich verzichten. Ich habe am Wochenende was Wichtiges vor und das kann ich unmöglich verschieben. Mein Name ist Peter Kaufmann. Ich bin Claras Ehemann. Was soll der Unsinn? Eine von Clarissas finden? Wenn Clara von diesem Gespräch wüsste, würde sie platzen vor Wut. Wieso sollte ich Ihnen glauben? Können Sie das, was Sie sagen, irgendwie beweisen? Aber sicher. Hier, bitte. Der auf den Namen Hiller ist falsch. Der richtige ist auf Peter Kaufmann ausgestellt. Ja, beiden sehen ziemlich echt aus. Oder aber beide sind gefälscht. Die Unterlagen, die ich besitze, beweisen eindeutig, dass ich Peter Kaufmann bin. Und immer noch Clarissas Ehemann. Aber warum haben Sie sich dann als Jürgen Hiller ausgegeben und als Geschäftsfreund von Clarissa? Nun, ich hatte meine Gründe. Die Dokumente, die ich besitze, sind für Clarissa sehr gefährlich. Und für sie höchst interessant. Drum schlage ich Ihnen einen Deal vor. Da bin ich aber mal gespannt. Ist es nicht klasse? Nur um Steuern zu sparen, hat Mama die ganze Kohle mir überschrieben. Dann bist du jetzt steinreich. Wow, so viel Geld. Ich kann es noch gar nicht fassen. Auf die Multimillionärin Kathi. Aber jetzt bist du dran. Was ist denn mit deiner Überraschung? Ja, also da kann ich nicht mithalten. Kneifen gilt nicht. Du wolltest mich doch übertrumpfen. Bestimmt hast du dir was ganz Tolles ausgedacht. Also eigentlich ist es gar nichts. Also nichts Besonderes. Komm, Heino. Ist es da in deinem Rucksack? Ich bin eigentlich nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich mich endlich für meine Prüfung angemeldet habe. Also für den Pilotenschein. Ehrlich? Ist doch klasse, darauf müssen wir gleich anstoßen. Ich brauche nur noch ein paar Stunden und dann ist mein großer Tag. Ach, die Prüfung schaffst du bestimmt mit links und dann wirst du ein ganz toller, süßer Pilot. Und dann schenke ich dir ein Flugzeug. Ich denke an ein entspanntes Wochenende zu zweit. Wir beide vom kalten Feuer. Komm, rumhocken können wir auch hier. Dazu müssen wir nicht raus aufs Land. Wir können doch auch mal nur so zusammen sein, ohne irgendwelches Programm. Also, ich hätte da einen Vorschlag. Ja, ein Freund von mir gibt in der Eifel Kletterkurse. Ganz in der Nähe von eurer Hütte. Ja, das ist doch geil. Ein bisschen Klettern am Tag, gemütliche Abende am Kamin. Na, wäre das nichts? Ich finde, das hört sich total gut an. Gib mir mal die Telefonnummer von dem. Ich rufe den gleich an. Ich weiß nicht, Klettern am Felsen, das habe ich noch nie gemacht. Ja, also, wenn ihr wollt, dann können wir vorher gerne ein bisschen üben. Ich zeige euch dann, wie es geht. Hast du sowas schon öfter gemacht? Bei der Weltmeisterschaft war ich noch nicht. Aber ich habe schon etliche Touren hinter mir. Ich muss nur vorher abchecken, ob die Übungswand in der Halle frei ist. Klar. Milli, das ist total klasse. Wann kannst du uns denn was zeigen? Von mir aus sofort. Gleich nach dem Essen. Gut, also ich habe Zeit. Ja, ich auch. Na, dann schaue ich mal nach der Nummer. Wenn wir Tom nicht hätten. Unser Wochenende ist gerettet. Für diese Summe bekommen Sie beglaubigte Abschriften meiner ganzen Unterlagen. Außerdem werde ich vor jedem Gericht bezeugen, dass ich Clarissas Ehemann bin. Da wird Clarissas Ehe mit meinem Vater für null und nichtig erklärt. Sie wäre ihren Adelstitel los und müsste ihr weiteres Dasein als Clara Kaufmann fristen. Und wir wären Clarissa endlich los. Einverstanden. Unter einer Bedingung.
Wir lassen die Bombe erst platzen, wenn Clarissa ihre Biografie präsentiert. Warum denn das? Weil das der beste Zeitpunkt ist. Man muss Clarissa vor aller Öffentlichkeit bloßstellen. Stellen Sie sich das doch mal vor. Die Presse, hochprominente Gäste. Clarissa stellt ihr Buch vor und plötzlich tauchen Sie auf. Der totgeglaubte Gatte. Ja, so lange kann ich aber nicht mehr hierbleiben. Clarissa glaubt nämlich, dass ich längst auf dem Weg nach Bangkok bin. Was wollen Sie denn da? Ich? Nichts. Clarissa wollte mich dorthin schicken, wahrscheinlich irgendeine Falle. Und wenn sie jetzt herausfindet, dass ich mit Ihnen zusammenarbeite, Wird es sehr ungemütlich. sie wird alles dran setzen, mich mundtot zu machen. Clarissa bräuchte doch gar nicht zu erfahren, dass Sie noch hier sind. Man müsste nur ein gutes Versteck finden. Ein sehr gutes sogar. Als Totgesagter mitten in einer Buchpräsentation der oberen 10.000 platzen. Gefällt mir. Dann machen Sie mit? Meine liebe Gattin hat versucht, mich loszuwerden. Ich denke, Strafe muss sein. Ich habe auch schon einen ziemlich genialen Plan, um Clarissa völlig an der Nase herumzuführen. Und wenn man Clarissa obendrein noch um einige Millionen erleichtern könnte? Ich bin dabei. Henning hat bestimmt Angst, dass ich die ganze Kohle verprasse. Dabei kann ich das gar nicht. Bei so viel Geld ist es völlig unmöglich. Na, du bist ja gut drauf. Was ist denn los? Nichts, wieso? Ich finde nur, dass deine Mutter ein ziemlich großes Vertrauen zu dir hat. Wie meinst du das? Ja, weil sie das ganze Geld einfach so überschreibt. Das ist doch nur pro forma, wegen der Steuer. Es ist einfach günstiger für sie, wenn ein großer Teil ihres Vermögens auf meinen Namen läuft. Ach so, Deswegen schmeiß ich das Geld aber nicht zum Fenster raus. Ich werde nicht mehr ausgeben als sonst auch. natürlich nicht. Außerdem, wahre Adel hat es gar nicht nötig, mit Geld zu protzen. Das machen nur Neureiche. Weißt du was? Ich mache uns ein bisschen Musik. Was haben wir denn da? Ist ja alles nur Klassik. So, Ich gehe dann wieder. was? Du bist doch gerade erst gekommen. Wir wollen heute Abend kochen bei uns in der WG und die anderen warten schon. Kannst du das nicht absagen? Wir müssen doch feiern. Ein andermal. Ich muss jetzt wirklich los. Tschüss. So, also mit diesem Karabiner hier hakt ihr euch ans Seil. Und ich sichere euch dann von unten. Ja. Aber zuerst üben wir noch ein paar Knoten. So, also das hier. Ja, das ganze Anfängerzeug kann ich mir auch sparen. Ich bin schon mal geklettert mit Nick. Echt? Soll ich dir beweisen? Hey, sag mal, willst du nicht auf Milli warten? Nein, schon okay. Ich gucke in der Zeit erst mal zu. Na dann, die Wand ruft. Hey, das sieht ja schon ganz gut aus. Keine Panik, er läuft uns schon nicht weg. Ich hab ihn sicher. Es kann überhaupt nichts passieren. Mich kriegen keine 10 Pferde da hoch. Ja, sag mal, und was machen wir dann hier? Ich habe Höhenangst, schon immer. Mensch, Milli, warum hast du denn nichts gesagt? Sie hat sich extra freigenommen für mich, obwohl Charlie ihn braucht. Du musst ihm unbedingt sagen, was los ist. Ja, ihr könnt nicht zusammen klettern, wenn... Ich will ihm nicht das Wochenende vermiesen. Er hat sich so darauf gefreut. Hier, der Vertrag. Sie müssen nur noch unterschreiben. Und dann gehört Brandenburg mir. Verzeih mir, Arno. Ich kann nicht anders. So. Und jetzt den Schlüssel. Da ist er. Eine Kopie nach dem Wachsabdruck des Originalschlüssels. Kaufmannsschlüssel zum Schließfach. Und zu meinem Glück. Haben Sie gar keine Skrupel? Sie schicken Ihren Gatten nach Bangkok und nehmen ihm seine wichtigsten Unterlagen weg. Der Arme weiß noch gar nichts davon, dass er in seinem Gepäck Kokain schmuggelt. Und sofort in den Knast fandet bei der Einreise. Wenn er in Thailand festsitzt, muss sich doch jemand ums Schließfach kümmern, oder? Ja, bitte. Herr Hiller ist da.
machst du denn hier? Hast du mal einen Schluck Wasser? Warum bist du nicht in Bangkok? Ein paar üble Burschen aus Südamerika sind hinter mir her. Sie haben mich am Flughafen aufgestöbert. Ich musste mich verstecken und konnte nicht mehr einchecken. Was habe ich damit zu tun? Clarissa, die sind gefährlich. Ich muss sofort untertauchen. Warte jetzt nicht, dass ich dir aus der Patsche helfe. Patsche! Du bist gut. Clarissa, gib mir 15 Millionen und du bekommst alle Unterlagen aus meinem Schließfach und du siehst mich nie wieder. Ich habe bereits alles, was ich brauche. Von mir bekommst du keinen Pfennig mehr. Wenn du glaubst, du kommst an meine Dokumente ran, vergiss es. Das alte Schließfach habe ich geräumt. Philipp Brandner hat den Schlüssel besorgt, mit seiner Gehilfen. Sie haben sich dabei ziemlich dämlich angestellt. Die Papiere sind bereits an einem sicheren Ort. Was ist denn mit dir los? Hat sie dich abblitzen lassen? Es ist gar nicht dazu gekommen. Was ist denn passiert? Eins kann ich dir sagen, so beschissen habe ich mich noch nie gefühlt. Katja hat geerbt. Ihre Mutter hat ihr ein paar Millionen rübergeschoben, einfach so. Wegen den Steuern. Nein. Doch. Kathi ist jetzt Multimillionärin, steinreich. Sowas sollte mir mal passieren. Und, was hat es mit eurer Verlobung zu tun? Als ich gekommen bin, stand der Champagner schon kalt. Und Kathi, die Millionen sind ihr zu Kopf gestiegen. Ich war völlig fehl am Platz. Mensch, Alter, dann ist sie jetzt eine super Partie. Du musst dich ranhalten. Sonst schnappt sie dir noch jemand weg. Genau das ist das Problem. Wenn ich ihr jetzt einen Antrag mache, wird jeder denken, dass ich nur auf ihre Kohle scharf bin. Sag mal, spinnst du? Kathi lebt in einer völlig anderen Welt. Wir beide passen einfach nicht zusammen. Auf einmal. Wolltest du nicht eben noch heiraten? Was habe ich denn schon zu bieten? Nichts. Absolut nichts. Auszeitraum. Ich krieg eine Krise. Das Geld brauche ich noch heute. Und zwar in bar. 15 Millionen. Sonst noch was? Begreif doch, ich muss sofort von der Bildfläche verschwinden. Und du siehst mich dann auch nie wieder. Wenn du nicht zahlst, nehme ich die Dokumente natürlich aus meinem Schließfach mit. Wenn ich dir überhaupt etwas gebe, dann nur unter der Bedingung, dass du nach Bangkok gehst. Ja, was soll ich denn jetzt noch in Thailand? Ich habe wirklich andere Sorgen. Tut mir leid, aber ich muss wissen, dass du in sicherer Entfernung bist und hier nicht wieder plötzlich auftauchst. Also gut, dann gehe ich eben nach Bangkok. Aber gib mir wenigstens einen Teil von dem Geld für die Reise. Darüber ließe sich reden. Die Hälfte von den 15 Millionen in bar und den Rest dann von mir aus? 5 Millionen und kein Pfennig mehr. Den Rest bekommst du auf ein Konto in Bangkok. Du nutzt meine Zwangslage schamlos aus, wenn die Mafia nicht hinter mir her wäre. Das ist mein letztes Wort. Also gut, dann machen wir es so. Du bringst das Geld und die Vollmacht für die Bank? Und du die Unterlagen. Ich muss mich noch um den Flug kümmern. Wir sehen uns. Ich rufe dich an. Sie können rauskommen. Er ist weg. Sie Dilettant. Kaufmann hat alles gemerkt und das Schließfach aufgelöst. Großartig. Hier, den können Sie sich an den Hut stecken. Sie haben Brandnerbau bekommen. Jetzt erfüllen Sie gefälligst Ihren Teil. Sorgen Sie dafür, dass Kaufmann in Bangkok in den Knast wandert. Ist das klar? Wie Sie das machen, ist mir vollkommen egal. Nur machen Sie keine Fehler mehr. Wow. Hey, das war ja schon richtig gut. So ganz oben zu sein, ist ein irres Gefühl. Komm, Millie, jetzt bist du dran. Ein andermal, ja? Jetzt stell dich doch nicht so an. Es ist toll, wirklich. Hey, Uli. Klettern ist halt nicht jedermanns Sache. Ach, so ein Quatsch. Wozu sind wir denn da? Wir müssen doch fürs Wochenende üben. Oder willst du mich im Stich lassen? Jetzt sei keine Spielverderberin, Millie, komm. Also gut. Willst du wirklich hoch? Jetzt mach ihr doch keine Angst. Millie, das ist total easy. Hier, das ist total klasse, echt. Also wenn die schwindelig wird, ja? Dann hören wir sofort auf. Und tu mir einen Gefallen. Bloß nicht nach unten, okay?
klappt doch total gut. Toll, Milli, es geht ja. Was ist das heiß? So ein bisschen Kletterreis ausmacht. Hey, sag mal! Keine Angst, Willi, ich hab dich. Was machst du denn hier? Hat Heino dich geschickt? Wie kommst du denn da drauf? Wahrscheinlich traut er sich nicht mehr her. Ja, manchmal ist Heino eben ziemlich komisch. Dann fährt er seinen ganz eigenen Film. Das kannst du aber laut sagen. Jetzt lässt er seine schlechte Laune an mir aus und dann haut er einfach ab. Und ich wollte nur mit ihm feiern. Ja, ich habe schon gehört von deinem neuen Reichtum. Ja, Heino hat's mir erzählt. Hat er dir auch erzählt, warum er sich so idiotisch verhält? Lässt mich einfach hier sitzen. Eigentlich wollte er ja was ganz anderes. Ja, man könnte sagen, genau das Gegenteil. Was meinst du denn damit? Der wollte dir einen Antrag machen. Ob du ihn heiraten willst. Was? Ja. Verlobungsring hat er auch schon dabei. Macht man wohl so. Und Rosen und Champagner hat er im Rucksack gehabt. Der Mustang stand vor der Tür. Leider nur geliehen. Ja, aber wieso? Ja, jetzt, wo du so schwer reich bist, hat er sich nicht mehr getraut. Dachte, du könntest das falsch verstehen. Der Kerl ist ja süß. So was Blödes. Ach, das ist doch nur eine kleine Prellung. In ein paar Tagen ist alles wieder okay, ha? Danke. Danke. So, und? Das geht schon wieder. Mann, Milli, es tut mir so leid. Es wird wohl nichts aus unserem Trippen. Das holen wir nach. Ich bin froh, dass hier nicht noch mehr passiert ist. Soll ich dir den Fernseher holen? Okay. Meine Rolle als Mafia-Opfer war wohl nicht sehr überzeugend. Hm? Wieso? Nun, Clarissa ist überhaupt nicht darauf eingegangen. Sie hat weiterhin mit allen Mitteln versucht, mich nach Bangkok zu verfrachten. Damit sie nie wieder rauskommen aus diesem schönen Land. Deshalb fahre ich auch nicht hin. Fast beleidigend. Nur, dass sie mich für so naiv hält. Ich gehe doch nicht nach Bangkok und tappe in ihre Falle. Das Konto dort ist wahrscheinlich sowieso leer. Darauf können Sie Gift nehmen. Sie kennen Ihre Frau wohl sehr gut. Immerhin habe ich ihr 5 Millionen abgeschwatzt für eine Reise, die ich nie antrete. Noch haben Sie das Geld nicht. Und ob Clarissa für so ein paar Dokumente wirklich zahlt? Sie könnten noch tausende Abschriften davon besitzen. Es gibt allerdings noch ein Problem. Das wäre? Meine Unterlagen dokumentieren nur, dass Clarissas Ehe mit ihrem Vater nicht rechtskräftig ist. Mehr nicht. Eine Betrugsabsicht kann man ihr damit nicht nachweisen. Aber wieso? Clarissa wird auch ganz klar der Bigamie überführt. Clarissa hat mich für tot erklären lassen, bevor sie ihren Vater geheiratet hat. Sie war zwar nie von mir geschieden, aber genau da liegt doch der Skandal. Aber wenn Clarissa geglaubt hat, dass ich wirklich tot bin und alles nur mit bestem Gewissen geschah, ohne böse Absicht. Aber so war es doch nicht. Clarissa hat sich die Ehe und den Titel meiner Familie durch eine Lüge erschlichen. Sie wusste ganz genau, dass sie noch lebt. Nur, das muss man erst beweisen. Und Sie sind der Einzige, der das bezeugen kann. Ihnen ist hoffentlich klar, was das bedeutet? Ihr Leben ist in Gefahr. Clarissa kann im Grunde erst sicher sein, wenn ich tot bin. Keine Sorge. Hast du noch einen Wunsch? Nein, der Service hier ist sehr zufriedenstellend. Dann werde ich jetzt mal die Buchung stornieren. Ich hoffe, das geht noch. Warte mal. Du hast dich doch so auf die Tour gefreut. Fahr doch ohne mich, mit Tom. Quatsch. Warum denn nicht? Du wolltest doch unbedingt klettern. Also Milli, erstens muss sich jemand um dich kümmern. Ach, so schlimm ist das mit dem Knie nun auch wieder nicht. Außerdem sind Christian und Heino da. Und zweitens, das ist unser Wochenende. Wir wollten endlich mal wieder ein bisschen Zeit füreinander haben. Sehr romantisch. Ich lieg hier mit diesem Verband rum und du bist genervt, weil du nicht rauskommst. Wieso? Tagsüber arbeite ich im Bistro und abends bin ich nur für dich da, okay? Du hast dich doch so auf die Tour gefreut. Und die Frau Schneider kann auch mal ohne dich auskommen. Sie hat dir schließlich freigegeben. Ich kann nicht einfach hier abhauen und du versauerst hier. Doch kannst du. Vergiss doch einfach mal den Job und mach das, wozu du Lust hast. Los, frag Tom. Ich
Ich komme hier alleine zurecht. Also gut, wenn du meinst. Du lieber Himmel. Nicht gerade gemütlich. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Kaufmann hat mir den Weg doch genau beschrieben. Wahrscheinlich sieht er zu viele schlechte Filme. Aber wieso sucht er sich so eine verlassene Gegend aus, wenn er von der Mafia bedroht wird? Ich würde im Gewühl untertauchen. Kaufmanns Nerven haben wohl gelitten. Irgendwann holt jeden seine Vergangenheit ein. Schön, dass ich endlich mit meiner abschließen kann. Meinen Sie wirklich, dass er kommt? Ja, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Kaufmann braucht Geld. Er liefert mir die Dokumente und dann ab nach Bangkok. Auf Nimmerwiedersehen. Wenn unser Plan aufgeht. Was heißt denn hier wenn? Sie haben mir doch garantiert, dass Kaufmann in Bangkok für immer verschwindet. Es ist mir ein Vergnügen, Ihren Gatten ins Gefängnis zu bringen. Er wandert in die Zelle und ich verbrenne alle Urkunden. Und dann kann mir niemand mal was anhaben. Sie sind eine wahre Lady. Ohne jeden Zweifel. Na also, wo kommt er her? Wieso kommt er zu Fuß? Na los, verschwinden Sie schnell. Roger! So ein Mist. Fluchst du immer so unanständig? Sag mal, spinnst du? Was machst du denn hier? Guck lieber nach vorn, sonst stürzen wir noch ab. Du hast vielleicht Nerven. Das gibt nur wieder Ärger. Wenn das mein Fluglehrer Halt doch rausbekommt, mal dann... die Klappe, ich muss dir was sagen. Ach, du musst mir was sagen. Hier oben im Flieger. Ja, gib mir mal deine Hand. Sag mal, spinnst du? Komm, jetzt gib schon her. Was machst du denn da? So, schon fertig, kannst du wieder haben. Willst du mich heiraten und endlich aufhören, von mir wegzulaufen? Was? Was hast du gesagt? Ich höre so schlecht. Willst du mich heiraten? Ja! Da sind ja die guten Stücke. Hoffentlich sind die Scheinchen auch echt. Ist immer so misstrauisch. Oh, bei dir weiß man doch nie, ne? Warum denn so nervös? Und wo ist die Vollmacht für die Bank in Bangkok? Na, ein Koffer. Brauchst du eine Brille? Was will denn der da? Was sind sie? Wer? Das ist ein Killer. Sie wollen uns umbringen.